Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute grüße ich wieder aus meiner Küche in Venezuela und in diesem Video geht es in die Silbermine von Potosi. Eine der verrücktesten Sachen, die man in Südamerika machen kann. Ich grüße erneut aus der Küche hier in Venezuela auf der Isla Margarita an der Karibikküste. Was ist seit dem letzten Mal passiert? Anfang Oktober ist jetzt und die hier Gastgeberin hat gesagt, ja, es könnte jetzt öfters regnen. Und gestern hat es prompt zweimal geregnet. Ist aber nicht so schlimm, weil es hat trotzdem 30 Grad. Also ist okay. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel Neues. Aber zum letzten Video, es gab zahlreiches Feedback, vielen Dank, also das neue Format oder das aus der Not geborene Format scheint zumindest mal eine gute Abwechslung zu sein, scheint euch zu gefallen, deswegen mache ich jetzt auch mal so weiter, obwohl ich jetzt wieder Videoaufnahmen habe. Mal sehen, wie das euch gefällt. Immer wieder Feedback geben ist super gut, hilft mir und gibt mir so ein bisschen Orientierung auch. Und letztes Mal wurde ich auch gefragt, wie man mich unterstützen kann. Habe ich gesagt, PayPal, Links in überall, Videobeschreibung, YouTube-Kanal, mein Blog, Instagram und so weiter. Aber man kann auch, ich habe immer auf meinem Blog einen Blogartikel, der ist auch immer der Blogartikel in der Videobeschreibung verlinkt. Der meiste Mehrwert an diesem Blogartikel ist eigentlich, dass da Links drin sind zu den Hotels, wo ich war oder ja, irgendwelche anderen Links, die ich interessant finde. Und die Hotels, ja, wenn die von Booking.com sind, sind das Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr in den gleichen Hotels über Booking bucht, über diesen Link, dann bekomme ich eine Provision und so kann man mich quasi auch unterstützen, ohne dass ihr irgendwie extra bezahlen müsst. Das Ding ist, dass gerade hier in Südamerika, ich glaube mehr als 50% der Hotels, die ich besuche, die sind nicht bei Booking.com. Ich verlinke die natürlich trotzdem, aber ja, das ist dann nur für euch oder für mich später zu gucken, in welchem Hotel war ich da eigentlich nochmal. Und das gleiche gilt für Amazon, da habe ich auch Affiliate-Links, also wenn ich so über Equipment rede, dann verlinke ich auch immer das in diesem Blogartikel und das ist ein Affiliate-Link, also wenn ihr da drauf geht und dann was kauft, dann bekomme ich auch eine Provision, ohne dass ihr was extra bezahlen müsst. Im Allgemeinen unterstützt ihr mich, wenn ihr nichts bezahlen wollt, natürlich auch mit jedem Like, jedem Abo, hier oder bei Instagram, TikTok, Facebook. Es gibt auch bei Spotify eine Rutis Reisen Travel Playlist. Da habe ich immer Musik, die ich mit Reisen verbinde, entweder die irgendwie textlich was mit Reisen zu tun haben oder die ich in den Ländern gehört habe. Hier ist dann auch einiges Spanisches dabei, also spanische Sprache. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinhören. Ich verlinke es jetzt in diesem zugehörigen Blogartikel und auf meinem Blog ist es sowieso auch verlinkt. Das dazu. Fragen gab es jetzt nicht so viele neue. Was gefragt wurde ist, warum sind meine Haare immer so toll rasiert? Wie oft ich zum Friseur gehe. Ich war schon seit 10 Jahren nicht mehr beim Friseur. Ab und zu gehe ich zum Barbier, aber das ist auch vielleicht so 3-mal im Jahr. Ich mache das selber. Im letzten Video, da wo das gefragt wurde, da war es übrigens überhaupt nicht gut rasiert, sondern ja, manchmal bin ich etwas faul, aber ja, um die Frage zu beantworten, ich rasiere meinen Kopf selber. Dann hatte ich ja auch gefragt, wie sieht's aus mit Kalender, Merch, also Tassen oder sowas. Ein paar Leute haben gesagt, ja, einen Kalender würde ich nehmen oder hier eine Tasse würde ich kaufen, vielleicht. Also das ist jetzt nicht Prio Nummer 1, ich habe es schon mal so ein bisschen gegoogelt, was man machen kann. Ja, ich werde dann erstmal, wenn ich so Tassen oder sowas machen würde, ich erstmal was machen, was für mich kein Aufwand ist. Und es ist dann auch eher, also wenn ihr irgendwie eine super geile Travel-Tasse haben wollt, dann geht zum Globetrotter oder weiß ich nicht wohin, zum Shop eurer Wahl und kauft da eine. Bei mir wäre es dann eher auch, um mich zu unterstützen. Ja? Ihr kauft eine Tasse und ihr unterstützt mich dabei und bekommt halt was dafür. So. Bei dem Kalender kann ich noch dazu sagen, ich hatte ja letztes Jahr einen gemacht. Ich habe natürlich viele super Bilder, die sehen auch bei YouTube oder auf digital super aus, aber für Print braucht man eine wesentlich höhere Auflösung. Und ich habe keine richtige Kamera, ich mache das immer mit dem Handy, alle Fotos sind Handyfotos. Oft reicht es dann nicht, um irgendwie, also auf DIN A3 wird es dann schon oft knapp.
Am letzten Kalender hat man es gesehen, da sind irgendwie einige Bilder sind sehr gut, andere sind ein bisschen nicht so gut von der Qualität her. Deswegen, ja, ich kann da nicht ins riesige Format gehen, umso kleiner, umso besser. Und ich muss halt gucken, welche Fotos eben von der Qualität gut genug sind. Die Drohne, die ich habe, die macht ein bisschen bessere Bilder, aber ich denke, ich könnte 12 finden, die okay sind. Und das nur zur Erklärung, warum ich jetzt nicht jedes Foto, was irgendwie gut auf digital aussieht, ausdrucken kann. Das war's schon von der Feedback-Runde diesmal. Jetzt geht's direkt zum heutigen Thema. Und zwar hat das letzte Video damit geschlossen, dass ich in Salinas de Garci Mendoza angekommen bin. Ein kleiner Ort am nördlichen Rande der Salzwüste in Bolivien. Durch den Sand dahin gequält und dann dort übernachtet. Ja, es gab dann natürlich auch kein Frühstück. Morgens, als ich aufgestanden bin, irgendwie um 8, also jetzt nicht in aller Herrgottsfrühe, aber um 8, da war das noch abgeschlossen. Ich kam gar nicht raus aus dem Hotel. Da habe ich dann so eine Hintertür gefunden, da wo mein Bike stand, habe mich dann rausgeschlichen und dann bin ich auf dem Platz, der war genau vor dem Hotel, auf dem Hauptplatz dieses Dorfes. Also fast alle südamerikanischen Städte sind so aufgebaut, dass es in der Mitte immer so einen Platz gibt. Da ist wie so ein Park und da, das habe ich in Patagonien schon gezeigt. Da kann man so sitzen und das gab es halt auch da in Salinas de Garci Mendoza. Und da gab es jetzt halt überhaupt kein Frühstück, sondern die haben alle schon irgendwie Chicken mit Rice gegessen und ich habe dann so, oh, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir in einem Kiosk dann Kaffeepulver gekauft und in der Küche Wasser gekocht und habe dann diesen Kaffee auf dem Platz getrunken, was ganz cool war. Hat sich so ein Hund zu mir gesellt, so ein Straßenhund. Ja, das war der Beginn meines Tages. Das nächste war, dass ich das Bike aus der Küche rausmanövrieren musste und das war halt wieder so eine kniehohe Stufe und da habe ich dann so Bretter hingelegt, um da runterzukommen. Ich habe das schon öfters erwähnt, das ist oft so in Südamerika, dass sie eben keinen Parkplatz haben, aber für ein Motorrad, ja, kannst du das Motorrad hier reinstellen, aber umso größer das Motorrad, die rechnen dann nicht damit, dass du so ein riesen Motorrad hast, ja. Und ja, die Tenere 700 ist hier ein Riesenmotorrad. Also umso kleiner, umso schmaler das Motorrad ist, umso leichter könnt ihr hier reisen. Die Taschen sollten nicht fest sein und so, dass man eben durch die Türen kommt. Hier war es jetzt so, dass also die Tür ging gerade auf diese Küche zu und dann war links, da stand so Gerümpel rum, so Sperrmüll, also naja, alte Möbel, sage ich mal. Und dann konnte ich eben nicht gerade, sondern musste so über diese Kante und dann direkt rechts rum, weil sonst der Lenker also angeschlagen wäre. Das war schon auch nicht einfach und so musste ich halt auch rausmanövrieren. Aber die Leute sind immer sehr hilfsbereit. Da kam dann direkt einer vorbeigelaufen und hat mir geholfen. Nach diesem Akt habe ich mich dann auf den Weg gemacht in eine Stadt namens Potosi. Das waren 340 Kilometer und auf dem Weg musste ich noch tanken. Bolivien ist das erste Land, wo es ein bisschen schwieriger mit dem Benzin ist. Einige Tankstellen, die wollen dir kein Benzin geben oder dürfen es nicht geben. Also man muss da immer, die müssen immer, entweder hat man so ein Ding im Auto, so ein Kleber oder eben übers Nummernschild und das muss dann ein einheimisches Nummernschild sein. Und das zweite Ding ist, dass Internationale, also Ausländer, offiziell den dreifachen Preis zahlen müssen. Also der normale Preis ist immer irgendwie 5, also 5 Bolivianos. 8 ist 1 Euro, für Ausländer war es dann immer 9. Aber das ist auch an jeder Tankstelle ein bisschen, wird unterschiedlich gehandhabt. Man kann immer rumhandeln und dann, ich habe dann immer diesen Trick rausgefunden, ohne Rechnung. Und dann gehen sie schon mal irgendwie 50 Cent runter. Und ich habe eigentlich, ja, meistens 5 bezahlt oder 7 maximal. Also 9 habe ich so gut wie nie bezahlt. Also es geht schon und oft ist es auch noch der Trick, dass man dann eben an der Tankstelle, dass sie das eben nicht in dein Motorrad füllen dürfen, weil es eben ein internationales Motorrad ist. Also nimmt man dann Flaschen oder Kanister, füllt es da rein und dann ins Motorrad. Und da ist es dann auch so, manchmal wollen sie dann diesen Kanister nur einmal befüllen. Und du kannst ja nicht das befüllen, einfüllen und dann wieder befüllen und nochmal einfüllen. Sie wollen es dann nur einmal machen. Also es ist immer ein bisschen eine Diskussion oder nicht immer, manchmal. Und ja, so ist es mit dem Benzin. Das Benzin ist auch sehr, sehr schlechte Qualität.
Meine Lucy, meine Teneré, hatte Probleme damit, aber das kommt erst später. Noch war alles okay. Also ich bin dann nach Potosi gefahren, 340 Kilometer übers Altiplano, also es bewegt sich alles so zwischen 3.000 und 5.000 Meter. Das ist auch nicht so toll für die Leistung im Motorrad. Allgemein ist es dann bei mir so am Anfang, so die ersten Wochen mit schlechtem Benzin und dieser extremen Höhe ist es eigentlich kein Problem, aber irgendwie so nach einem Monat oder so ständig auf dieser Höhe und schlechtes Benzin, dann macht es auf einmal Probleme. Aber noch bin ich ja am Anfang, deswegen dazu später mehr. Was das Gute an der Höhe ist, man verbraucht sehr viel weniger Benzin. Also wenn ich normal fahre, verbrauche ich irgendwie 4,2 Liter pro 100 Kilometer und da sind es dann so 3,5. Also es gibt auch Vorteile und das Altiplano ist halt, ja, man ist halt irgendwie auf 4.000 Meter Höhe, aber es ist flach, es ist nicht bergig. Also die Berge sind dann irgendwie so ein bisschen im Hintergrund, da geht es dann halt noch höher, aber es ist halt flaches Gebiet. Man würde nicht glauben, dass man auf dieser Höhe ist. Strecke war asphaltiert, alles easy und auf dem Weg habe ich die 60.000 Kilometer Marke auf meinem Motorrad durchbrochen. Ich immer alle 5.000 Kilometer, wenn es also 60, 65, 55 und so weiter, halte ich immer an, versuche den Moment abzupassen und ein Foto zu machen. Das habe ich auch dort gemacht und da war es eben auf dem bolivianischen Altiplano. Heute ist auch nicht irgendeine Etappe, sondern wie ihr sehen könnt, 59.999. Ich werde jetzt jeden Moment die 60.000 Kilometer durchschlagen. Also, Trompeten bitte. Man kann es sehen. Tada! 60.000. Siehst du? Hat einer direkt gehupt dazu. So, jetzt halte ich hier mal an. Auf dem Weg habe ich dann natürlich auch Mittag gegessen. Ich habe schon gesagt, das Essen in Bolivien ist ganz anders als in Argentinien. Viel mehr so irgendwie Streetfood-Style. Und ich habe dann auch am Wegesrand gegessen. Ich habe mich gefragt, ob ich Kartoffeln oder Reis will. Un poco sí. Jetzt gibt es da noch. Ah, ¿es pollo? O... Sí, pollo. Sí, sí. ¿Y el jugo quieres sin jugo? Ok. ¿Con este jugo quieres? ¿Con este tuco? Sí. Ay, ay, ay. Esto no, ¿no? Esto no. Oh, sí, Ay. por favor. Wow. Sieht doch gut aus. Ok, gracias. ¿Pagar después? Sí, ahí no hay cuchara. Ok, gracias. Ja, und das typisch Südamerikanische ist, das ist vielleicht auch vielen nicht so bewusst. Das gab aber auch in Chile und Argentinien so. Es ist allgemein so überall hier. Es gibt immer irgendwie Kartoffeln und Nudeln und Reis. Also es gibt immer 2 oder 3 Sättigungsbeilagen. Das ist ganz normal. Am Anfang ist das komisch, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dann habe ich da gegessen und dann kam ich durch eine Stadt namens Huari. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es ein Bier gibt, das Huari heißt. Bolivianisches Bier trinke ich sehr gerne und das gibt es mit Honig, also Huari Miel. Das habe ich sehr gerne getrunken, kann ich empfehlen, wenn ihr dort seid. Außerdem habe ich dann dort mein Motorrad gewaschen. Es gibt nicht so Waschanlagen wie bei uns, sondern es sind so
immer so 2 betonierte Streifen, wo man so hochfährt. Das ist für Autos, ja, in der Mitte frei, und da fährt man so hoch und dann kommt ein Typ und der macht mit so einem Dampfstrahler, strahlt er das ab, dann schmiert das mit Seife ein, also entweder mit der Hand oder hat auch so ein Sprühding, und dann wäscht er das sauber. Dort habe ich 1,50 € bezahlt und er hat es eine halbe Stunde gemacht. Und ja, die Taschen und alles war halt noch voller Salz. Deswegen, es war bitter nötig, aber das ist auch so, mit einem Mal waschen kriegst du das Salz nicht runter. Wenn es dann danach, habe ich es getrocknet und so, dann war schon wieder unten Salzkörner auf dem Boden. Und Werner Willimann, das Interview, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, der hat viele wahre Sachen in seinem Interview gesagt, wie ich jetzt weiß. Und der hat gesagt, ja, selbst als er zurück in Deutschland war und das Motorrad auseinandergebaut hat, da hat er immer noch Salz gefunden. Der zweite Teil des Tages war dann super schön, waren auch wieder so Canyons und Lamas, und also dieses Altiplano ist halt schon sehr schön. Und gegen Abend kam ich dann in Potosi an. Die Temperatur waren immer so zwischen 15 und 20 Grad. Aber die GoPro ist trotzdem immer eingefroren. Ich weiß nicht, ob die auch mit der Höhe das nicht so gut kann, aber das kann die GoPro auf jeden Fall nicht so gut ab. Und allgemein in Potosi ist es so, dass es tagsüber, also es nennt sich kalttropische Klimazone. Also es ist tagsüber 15 bis 20 Grad, sehr angenehm, aber nachts geht es runter bis auf 0 Grad. Und ja, das ist kalt. In Bolivien gibt es keine Heizung. Deswegen, ja, es ist kalt dann. Angekommen in Potosi. Potosi ist eine der höchstgelegenen Städte der Welt, über 4000 Meter. Es gibt super steile Straßen, es ist eigentlich außenrum, es ist halt ein Moloch. Aber dieser Innenstadtbereich ist sehr schön, Kolonialgebäude. In dieser Innenstadt war auch mein Hostel und da konnte ich dann so hoch auf die Dachterrasse gehen und über die Stadt blicken und auch auf den Cerro Rico. Das heißt, der reiche Berg, und er ist der Grund, warum diese Stadt überhaupt existiert. Denn in diesem Berg gibt es 8 verschiedene Edelmetalle und vor allem Silber, jede Menge Silber. Und schon die Inkas haben da Silber rausgeholt. Aber richtig extrem wurde es durch die Spanier, die da massiv Silber rausgeholt haben und ihre Münzen damit geprägt haben. Und zwar so viel, dass dadurch, dass so viel neues Geld nach Europa kam, ist der Geldwert in Europa gefallen. Und man hat zum ersten Mal sowas wie Inflation und so wahrgenommen. Also, ja, also das war extrem. Deswegen war Potosi auch eine der reichsten Städte der Welt mal.
Und es gibt da auch so eine Münzprägeanstalt. Und der Reichtum von Potosi ist sogar sprichwörtlich, denn im Don Quixote, in dem Buch, kann man lesen, Vale un Potosi, ein Vermögen wert, bedeutet das. Und laut Wikipedia wird dieses Sprichwort oder diese Redensart bis heute benutzt. Durch das Silber wurden natürlich viele Leute angezogen. Also es wird da nichts anderes produziert, nur Silber. Aber die Stadt ist damals dann schon auf 150.000 Leute angewachsen und ist genauso groß wie heute. Heute ist sie, glaube ich, 170 oder so. Und als ich dann da war zufälligerweise ein Seifenkistenrennen. Also es ist jetzt ziemlich steil da und da ballern die dann den Berg runter und das war ziemlich cool, weil die dann auch crashen und so. Also da geht's dann so um 90-Grad-Kurve und dann crashen die da rein. Da habe ich ein bisschen zugeguckt und so, das war natürlich cool. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen und dann gibt es da überall so Essenstände. Habe ich weitere bolivianische Köstlichkeiten probiert. Gracias. ¿Cuánto es? 5. Aber zurück zur Mine. Das Silber mussten die Indios rausholen, die da als Sklaven oder Zwangsarbeiter gearbeitet haben. Und die Bedingungen da sind brutal, weil es eben so hoch ist halt kaum Sauerstoff in der Luft. Und in der Mine zu arbeiten ist halt Hardcore. Und bis zu 8 Millionen Arbeiter sind da wohl ums Leben gekommen. Und diese Mine ist auch heute noch aktiv und auch umstritten. Also es gibt immer noch Kinderarbeit da und die Bedingungen sind katastrophal. Also die Balken, die sind angebrochen. Die Leute haben halt keine Atemschutz oder keine richtige Schutzkleidung, nur so einen billigen Helm, wenn überhaupt. Und das ist richtig, richtig hart da. Man kann aber diese Mine besuchen. Auch das ist umstritten, denn auf der einen Seite kann man sagen, ja, man unterstützt damit diese schlechten Bedingungen und so weiter. Auf der anderen Seite ist es auch so, Potosi ist so ein bisschen im Wandel zum Tourismus. Also man kann auch sagen, dass man auf der anderen Seite den Tourismus unterstützt und eben auf einem anderen Weg Geld für die Leute in die Stadt spült. Wie auch immer, ich habe diese Mine besucht, eine Tour gemacht. Bevor man in die Mine fährt, geht man noch auf dem Minenmarkt vorbei, vor allem um dort Geschenke für die Arbeiter dort zu kaufen, also Zigaretten, Kokablätter, Saft, Wasser und auch 96%igen Alkohol, den die dort trinken. Ich habe mir gedacht, das kann man gar nicht trinken, 96%igen Alkohol, aber ich habe es gesehen. Unser Tourguide, der war ein Ex-Minenarbeiter, der hat sich mal so einen kurzen eingeschenkt und hat ihn dann genommen. Und das Berühmte dieses Marktes ist, dass man dort Dynamit kaufen kann. Du kannst da einfach hingehen, kannst Dynamit kaufen und verschiedene Arten aus verschiedenen Ländern. Wir haben natürlich auch Dynamit gekauft und eine Zündschnur gekauft und dann ging es hoch in die Mine. So, jetzt kann man wahrscheinlich nichts mehr sehen, aber es geht rein in die Mine und er hat uns vorher noch mal irgendwie den Puls gemessen und irgendwie am Daumen irgendwas geguckt. War aber alles in Ordnung. Und ich hatte noch gefragt, brauche ich irgendwas Besonderes? Ja, zieh dir alte Klamotten an, die dreckig werden können, die du nicht mehr brauchst. Okay, ansonsten, nee, nichts ansonsten.
Klamotten haben wir dann bekommen und so einen Helm mit so einer Minenlampe. Was wir nicht bekommen haben, ist ein Atemschutz. Und dann, als wir dann drin waren, haben die dann so, ja, aber Corona-Masken habt ihr ja dabei. Nee. ¿Les parece, chicas? ¿Tienen barbijos ustedes? No, a mí no. Das war das Schlimmste da drin. Also, du kannst da drin nicht atmen. Also am Anfang schon noch, aber dann wird es halt brutal heiß. Und da schweben so voll die Partikel in der Luft. Also ich hatte irgendwie noch den ganzen Tag bis am Abend hatte ich noch eine belegte Lunge danach. Also die Leute, die arbeiten da jeden Tag darin, auch komplett ohne Atemschutz teilweise und so weiter. Das ist halt wirklich, wirklich extrem. Corona-Maske hatte ich. Ich habe dann immer mein T-Shirt zugenommen. Das T-Shirt war dann so durch, das konnte ich danach wegschmeißen. Esto es lo que yo le llamo complejo, chicos. Außerdem war es so, dass ich in dieser Mine nirgendwo aufrecht laufen konnte. Das war halt auch super anstrengend. Teilweise war es so niedrig, dass man durchrobben musste. Also man konnte nur liegend so sich durchschieben. Also es war wirklich, das ist nicht irgendwie so eine Tour, wo man sagt, ey, das ist safe, sondern man denkt so, Alter, habt ihr das hier im Griff? Dann läufst du so vorbei, da sind so Balken angebrochen, dann so, ey, da sterben halt auch noch Leute drin und so weiter. Es gibt Kinderarbeit, das ist wirklich, wirklich krass. Also da denkst du halt, die Leute, die da arbeiten, wirklich, also die werden auf keinen Fall älter als 40. Ja. Das Ding ist, dass die wohl ganz gut verdienen für bolivianische Verhältnisse, deswegen arbeiten die da. Ja. Aber das ist wirklich, also sowas Extremes habe ich noch nie gesehen, arbeitsmäßig. Natürlich haben wir auch in dieser Mine dann dieses Dynamit gezündet. Also wir heißt der Guide. Man hat ja noch so ganz gemütlich, das hat schon gebrannt, die Lunte. Und da waren noch so 2 andere Mädels dabei, die auch irgendwie Helferinnen waren. Er hat dann noch so geschwätzt und die haben dann schon so, hey, wir müssen gehen. Und das macht einem dann auch Panik, wenn die Einheimischen schon so, Panik haben, ja. Und dann irgendwann gehst du halt raus und bist so 2 Minuten weggelaufen und dann setzt du dich so in den Gang. Holy shit. Entonces más de Unity. Mierda. Und es war nur eine Stange Dynamit. Und die Druckwelle ist extrem. Also, das ist wirklich, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Und da ist es halt auch so, ey, wisst ihr, was ihr hier tut? Ihr sprengt hier Dynamit, kann es nicht einstürzen oder so. Und, ja, aber ja, meistens passiert nichts. Das ist brutal, wie hart es ist. Das Ding ist komplett voll mit Mineralien. Und ich bin beim Laufen schon fix und fertig. Der Eingang ist auf 4200 Meter Höhe. Und die ballern hier durch. Ich habe mir schon 20 Mal den Kopf gestoßen. Wenn man sich vorstellt, dass man hier arbeitet, ist unmenschlich. Ja, deswegen trinken die auch 96%igen Alkohol.
Licht am Ende des Tunnels. Ich bin der Größte in der Gruppe mit ungefähr 1,82. Mir tut das Genick super weh. Aber und wir haben also immer wieder Leute getroffen, Arbeiter, denen man dann mal einen Saft, Coca-Blätter oder so zugesteckt hat. Und jetzt sind wir sicher dann am Ende des Tunnels. War krass. Die arbeiten hier halt wirklich. Jetzt. Es war halt von super heiß, 40 Grad oder so, bis, weiß ich nicht, 15 Grad. Ja. Und ihr seht, wie ich schnaufe. Ja. Und halt, ich glaube, ich bin der Älteste der Gruppe. Ja, mit den 20-Jährigen hält man nicht mehr so einfach mit. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Es ist so ein bisschen, es hat mich ein bisschen erinnert an die Cu Chi Tunnels in Vietnam, also diese Vietcong-Tunnel. Das war auch so, aber das hier ist halt viel tiefer noch. Also das war schon spooky. Du musstest dich halt teilweise liegend fortbewegen. Ja, heiß, kalt. Also ist nichts für Leute, die Platzangst haben. Ja, und ich bin auch ziemlich voll gesifft jetzt. Ja, voll gesifft. Helm habe ich abgesetzt. Gracias. ¿Es youtuber o algo así? Sí, sí. Sí, YouTube. Das war am 9. November letzten Jahres und am 10. November ist der Unabhängigkeitstag von Potosi. Also in der Stadt waren schon so Absperrungen und wurden die Feierlichkeiten vorbereitet. So ein, wie sagt man, Orchester ist da rumgelaufen, hat schon trainiert und so weiter. Es war aber so, dass ich erfahren hatte, dass es Blockaden gab im Land. Mittlerweile weiß ich, das gibt es sehr oft in Bolivien und in Peru, zumindest im Moment, dass wenn den Leuten irgendwie regierungsmäßig was nicht passt, und hier gibt es eine Menge Sachen, die einem nicht passen könnten, dann denen ihr Mittel ist eben Straßen zu blockieren, dass Transportwege gesperrt werden. Und das war da der Fall. Und das kann auch teilweise gewalttätig sein, also die zünden dann auch Sachen an und so weiter. Und du kannst eben nicht durchfahren. Und das Zentrum davon war Santa Cruz, aber das ist eine Stadt im Dschungel, also ziemlich weit weg von Potosi. Allerdings haben die versucht, Kooperationen mit anderen Städten in Bolivien zu machen und dass die sich anschließen den Protest. Potosi hat das aber abgelehnt. Und es war dann so, dass es aber nur für diesen Tag abgelehnt war. Es wird jeden Tag neu verhandelt. Das kann halt sein, dass am nächsten Tag die dann zustimmen und dann ist die Stadt abgeriegelt. Dann kommst du da nicht mehr raus. Deswegen habe ich dann beschlossen, nach Sucre zu fahren, weil ich nicht in der Stadt Potosi dann feststecken wollte. Später habe ich dann erfahren, dass man meistens mit dem Motorrad noch irgendwie drumherum kommt. Meistens halt, nicht immer. Ne? Es muss halt auch irgendwie einen Weg geben drumherum. Und es kommt darauf an, wie die drauf sind. Aber die wollen nichts von den Touristen eigentlich. Also ja, dazu komme ich auch noch in späteren Folgen. Da begegne ich noch Blockaden und so weiter und habe da eigentlich immer
gute Erfahrungen gemacht, zwar nie irgendwie gefährlich, aber die warnen dich natürlich, es ist gefährlich und so weiter. Und ja, da gibt's auch, also als ich in Santa Cruz war, haben die da ganze Häuser abgebrannt, große Häuser, und da geht's richtig ab, also es ist schon gefährlich. Und dieser Platz in der Mitte von Potosí, das ist auch der Platz des 10. November, der Unabhängigkeitsplatz, und darauf steht eine Freiheitsstatue, also wie die in New York, ein bisschen kleiner, eben als Symbol der Unabhängigkeit Potosís. Aber das war eben das erste Mal, dass ich von solchen Protesten oder Blockaden gehört hatte, und die Leute haben gesagt, so, oh ja, das ist gefährlich, dann kannst du nicht raus und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann fahre ich nach Sucre. Sucre ist die Hauptstadt von Bolivien, liegt etwas tiefer, also das kam mir auch entgegen, weil also auf 4000 Metern, das ist halt, alles ist anstrengend immer. Ja. Es soll eine der schönsten Städte Südamerikas sein, aber das ist eine andere Geschichte, die ich beim nächsten Mal erzählen werde. Das war's für heute. Wieder ein bisschen anders, sagt mal, wie ihr das fandet, Feedback bitte. Und dann bedanke ich mich bei Alexander, Arndt, Günther, Gregor aus Hamburg für 3-mal Familienpizza hat er gespendet. Ich letztes Mal erwähnt habe, dass es hier $5 Familienpizza gibt, also plus 1,5 Liter Cola. Aber jetzt waren wir, das kann ich noch erzählen, waren wir vorgestern da und jetzt kostet es 5,99. Die haben den Preis erhöht. Wahrscheinlich, weil wir da 10-mal gegessen haben, haben die gesagt, können wir den Preis erhöhen. Keine Ahnung. Jetzt kostet es 5,99. Ist immer noch okay. Also es sind dann $3 pro Person und du bist satt. Mit Getränk. Hubertus, Dirk aus Burgwedel, Tobi, Bernd, Fred 77 und Conny. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Fragen, Kritik, Anmerkungen bitte in die Kommentare und ich beantworte sie im nächsten Video, wenn es in die Hauptstadt Boliviens geht. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Tschüss. O la vibración es mucho más. ¿Ya? Entonces que para mí eso no es, como vuelvo a reiterarles, para mí ya eso es común. Y entonces, como hago yo todos los días, hago las perforaciones, para mí